Heute sprechen wir bei Let's Talk About darüber, wie wir in einer iOS- oder Android-App einen Webbereich einbauen, um noch mehr Möglichkeiten zu haben. Unsere FIDE for iOS oder FIDE for Android Apps kennen wir mittlerweile. Hier haben wir ein kleines Beispiel eingebaut, in dem wir verschiedene Geräte zeigen, zum Beispiel eine Glühbirne oder auch ein Thermostat. Jetzt können wir diese Werte natürlich in unserer iOS-App mit entsprechenden Templates anzeigen. Wenn ich mal reinschaue, sehe ich hier wunderbar, ich habe eine Glühbirne und habe den entsprechenden Namen, einen Status zum Beispiel, der mir anzeigt, okay, diese Glühbirne ist gerade an. Geht, aber wir haben immer wieder die Frage, wie kann ich denn noch mehr Möglichkeiten haben, einen Button einbauen oder andere Grafiken haben und so weiter. Neu mit FIDE-V 19R7 ist jetzt, dass es sogenannte den Zugriff auf Webseiten aus der App heraus funktioniert. Damit habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich baue mir kleine Webseiten, die entsprechende Darstellungen anbieten. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ich sage, anstatt diese Übersicht zu haben, ich gehe auf die Birne drauf und bekomme ein solches Bild, ja, wo ich sehe, die Glühbirne ist an, habe einen Button, wo ich sehe, okay, die Birne ist gerade offline, also aus, und ich kann sogar vielleicht die Birne in dem Sinne anmachen, also den Zustand sogar ändern. Das wäre nämlich zum Beispiel mit einem Template aus FIDE for iOS momentan nicht möglich. Ich kann es aber auf der anderen Seite genauso gut selber programmieren in einer HTML-Seite. Wie schaut das Ganze dann in einer HTML-Seite entsprechend aus? Wir haben hier mal die Seite im Code vorbereitet. Wir haben hier wirklich ganz einfachen, normalen Standard-HTML-Code und wir können innerhalb dieser Seite natürlich auch JavaScript verwenden für entsprechende Befehle und natürlich CSS, wie man hier sieht, um verschiedene Designmöglichkeiten abzudecken. Wichtig bei dieser HTML-Seite ist ein Bereich, da scrolle ich gerade mal runter, hier sehen wir kommend verschiedene Bereiche, FIDE Text Sessions, FIDE Objekt Device Type, FIDE Objekt URL und Status Text und so weiter. Das sind die Bereiche, die dann von FIDE aus gefüllt werden in dieser entsprechenden Seite. Diese HTML-Seite, diese HTML-Datei legen wir einfach in unser Projekt ab und greifen dann von unserem FIDE for iOS oder FIDE for Android Projekt drauf zu. Wie greifen wir darauf zu? Auch das zeige ich Ihnen gerne heute. Den Wizard, den kennen wir mittlerweile auch. Wir haben hier die verschiedenen Bereiche, allgemeine Struktur, Daten und so weiter. Um auf eine Webseite, also sprich eine quasi externe HTML-Seite zuzugreifen, gehen wir in die Actions. Dort legen wir eine Action an, das habe ich hier schon mal getan. Da haben wir einmal die Action für OpenURL Details. Genau das, was ich gerade hier drüben in meiner App ja gemacht habe. Wenn ich auf die Glühbirne geklickt habe, kommt hier unten das Fenster Details. Das ist genau das, was wir haben wollten. Hinter der Aktion Details haben wir den FIDE-Serverpfad, um diese Aktion zu öffnen. Und das ist in dem Fall die device.html Seite, die wir vorher programmiert haben. Wie verbindet sich jetzt diese Webseite denn mit meinen Anwendungen, mit meinen Daten? Dafür schauen wir uns mal eine spezielle Methode an. Ich mache dich kurz mal hier zu, und zwar die wichtige On-Web Authentication Methode. Denn genau dort bekomme ich die Daten her und von dort hole ich mir die Informationen. Aber schauen wir uns doch mal die On-Web Authentication Methode im Detail an. Was passiert, was wird gemacht? Wir haben zu Beginn ganz klar werden erstmal die Variablen deklariert in dieser Methode, damit wir wissen, um was es genau geht. Dann schauen wir nach, ob ein Primary Key vorhanden ist. Diesen verwenden wir dann, beziehungsweise der wird erzeugt. Wir schauen nach in der Tabelle Devices, welches Device, ob die Glühbirne, das Thermostat, was auch immer da ist, verwenden werden soll. Wir schauen nach, wie ist denn der aktuelle Status des Gerätes, false oder true, also an oder aus zum Beispiel. Dann gucken wir nach, wir
nehmen diesen Status, wir speichern ihn und bauen dann mit diesen vorhandenen Daten und Werten die Webseite entsprechend auf. So, was bauen wir dann auf? Wir haben einmal hier das Bild. Das sind die Bilder, die wir in dem Ordner drin haben, die wir dann hier in der Webansicht zeigen. Hier die Glühbirne zum Beispiel. Da könnten wir eine andere Glühbirne verwenden einfach. Und als nächstes haben wir unten natürlich den Status Text, der dann angezeigt werden soll. Und wenn man die hier mal sieht, wunderbar, da sieht man offline und online. Diese beiden Worte, die hier hardcoded hinterlegt sind, die könnten wir auch entsprechend ändern. Also wir könnten sagen, anstatt offline könnten wir sagen, statt online könnten wir sagen an. Und bei Offline einfach aus. Und bei Switch On könnten wir sagen, ausschalten. Und bei Switch On könnten wir einfach sagen, einschalten. Wenn man nicht richtig schreibt, sehr schön. Und wenn ich dann die Webseite wieder aufrufe und einmal hier klicke, sieht man hier sofort switcht er auf an und auf ausschalten und auf aus. Also wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, auf vorhandenes Bildmaterial zurückzugreifen. Wir greifen über diese Methode auf die Datensätze zurück und wir verwenden hardcodierten Code innerhalb der Methode. Das alles macht die On-Web Authentication Methode. Die gibt mir wirklich die Daten zurück, die ich auf der einen Seite in der Datenbank habe, aber im Zusammenspiel natürlich auch mit der Webseite. Betrachte ich jetzt die Daten mal auf der FID-Seite, ob sich da etwas ändert, gehe ich mal hier in den FID Data Explorer, den sollten Sie auch kennen vielleicht, der ist wunderbar, um die Daten anzusehen. Dort sehen Sie die Glühbirne 1 und wenn ich jetzt hier das ändere auf aus, also offline, ändert sich natürlich nach dem Reload auch einmal bei der Glühbirne der entsprechende Status. Also Sie sehen, es ist nicht nur eine statische HTML-Seite, die keinerlei Funktion beinhaltet, sondern wenn ich das programmiere, habe ich auch den direkten Datenzugriff auf meine Daten auf der FID-Seite. Also das gibt uns einfach die Möglichkeit zu sagen, wir verlassen den Template-Bereich von FID for Mobile hin zu einem absolut dynamischen Bereich, den wir selber programmieren können, ohne darauf angewiesen zu sind, dass wir auf der einen Seite Swift programmieren oder in Android Studio neue Templates erstellen müssen. Wenn Sie Fragen dazu haben, zu den Möglichkeiten mit FID for Mobile und den Webseiten innerhalb der App, sprechen Sie uns an, gucken Sie ins Handbuch unter developer.fid.com. Dort gibt es einen FID for Mobile Bereich. Einfach reinschauen, ist sehr gut erklärt, wie Sie das alles erstellen müssen, was Sie bei dem Erstellen der HTML-Seiten berücksichtigen müssen und wie Sie den Pfad zwischen diesen beiden Bereichen, sprich FID for Mobile und Ihrer Webseite herstellen können. Wenn Ihnen dieses Beispiel gefallen hat, freue ich mich von Ihnen zu hören. Geben Sie uns ein Like bei dem Video, teilen Sie dieses Video gerne auf anderen Social Media Kanälen, auf LinkedIn und so weiter. Darüber freuen wir uns besonders. Bis zum nächsten Mal.